Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversations-Podcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal dabei seid, herzlich willkommen. Hier sprechen wir Deutsch. Wir lachen auf Deutsch, wir machen Fehler auf Deutsch. Und wir erzählen Geschichten auf Deutsch. Echte Geschichten. Manchmal lustige, manchmal emotionale. Und heute haben wir ein Thema, das wirklich jeden betrifft. Jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Ja? Was ist es? Dramatisch Familie. Haha, natürlich. Familie. Ja, Familie. Das Wort, das so viele Gefühle auslöst. Liebe, Chaos, Wärme, manchmal auch Stress. Manchmal sehr viel Stress. Sehr viel Stress. Aber auch Heimat. Familie ist für viele Menschen Heimat. Ja, das ist schön gesagt. Also, heute reden wir darüber, wie man auf Deutsch über seine Familie spricht. Wer gehört dazu? Wie beschreibt man die Menschen, die man liebt? Und natürlich, wir erzählen von unseren eigenen Familien, mit echten Geschichten, mit echten Momenten. Mit echten, manchmal peinlichen Momenten. Natürlich, das ist Pflicht bei Speak Deutsch Now. Also bleibt dran. Matteo, fangen wir einfach an. Erzähl mir von deiner Familie. Wie ist deine Familie so? Also, meine Familie. Wo fange ich an? Also, ich komme aus einer typisch italienischen Familie. Das bedeutet laut, groß und immer irgendwie chaotisch. Haha, laut und chaotisch. Das klingt vertraut. Ja, oder? Also, ich habe 2 ältere Schwestern. Die eine heißt Giulia, die andere heißt Francesca. Und dann natürlich meine Eltern. Mein Vater heißt Roberto und meine Mutter heißt Anna. Und wie ist deine Beziehung zu deinen Schwestern? Also, Giulia ist 3 Jahre älter als ich. Sie ist sehr organisiert, sehr vernünftig, immer pünktlich, immer mit einem Plan. Das klingt gar nicht wie du. Nein, überhaupt nicht. Ich bin das komplette Gegenteil. Ich bin der chaotische kleine Bruder. Aber Francesca ist 5 Jahre älter und sie ist, wie soll ich das sagen, die dramatische in der Familie. Die dramatische? Ja, wenn irgendetwas passiert, egal wie klein, Francesca macht daraus ein großes Ereignis, ein Theaterstück, mit Tränen, mit Gesten, mit allem. Oh mein Gott, ich kenne so eine Person auch in meiner Familie. Jede Familie hat eine Francesca. Wirklich, jede Familie. Aber ich liebe diese Menschen. Sie machen das Leben interessanter. Ja, das stimmt. Ohne Francesca wären Familientreffen viel langweiliger. Weißt du, beim letzten Weihnachten hat sie geweint, weil der Weihnachtsbaum nicht symmetrisch war. Wegen des Weihnachtsbaums? Wegen des Weihnachtsbaums. Er war angeblich auf der linken Seite zu voll und auf der rechten Seite zu leer. Das ist wirklich etwas Besonderes. Ja, wir haben dann 20 Minuten damit verbracht, Weihnachtskugeln umzuhängen. Die ganze Familie, wegen der Symmetrie. Das ist so ein typischer Familienmoment. Man steht da und denkt, wie bin ich in diese Situation geraten? Genau, aber gleichzeitig, weißt du, diese Momente sind es, die man sich merkt. In 20 Jahren werde ich immer noch über den asymmetrischen Weihnachtsbaum lachen. Ja, das sind die echten Erinnerungen. Nicht die perfekten Momente, sondern die chaotischen, lustigen, verrückten Momente. Absolut. Aber okay, jetzt lass uns auch für unsere Zuhörer kurz erklären, wie man die Familienmitglieder auf Deutsch spricht. Ja, gute Idee. Also die Grundbegriffe. Die Familie, das ist das große Wort für alle zusammen. Der Vater, die Mutter, das sind die Eltern zusammen. Und man sagt auch oft der Papa und die Mama. Das ist die informelle, herzliche Variante. Ja, Papa und Mama, das ist universell, fast gleich in allen Sprachen. Wirklich, das ist eines der ersten Wörter, die jeder kennt. Und dann die Geschwister. Das bedeutet Bruder und Schwester zusammen. Der Bruder, die Brüder, die Schwester, die Schwestern. Und dann gibt es noch der ältere Bruder, die ältere Schwester. Oder der jüngere Bruder, die jüngere Schwester. Und die Großeltern sind auch sehr wichtig. Der Großvater oder Opa, die Großmutter oder Oma. Oh, Oma und Opa, diese Wörter haben so viel Wärme. Wenn ich Oma höre, denke ich sofort an warme Küche und Selbstgebackenes. Ja, genau das. Oma bedeutet Geborgenheit, Wärme, irgendwo, wo man sich sicher fühlt.
Ja, das stimmt wirklich. Sophia, erzähl mir von deiner Familie. Du hast vorhin angedeutet, dass es auch bei euch eine Francesca gibt. Haha, ja, also meine Familie ist auch nicht gerade klein. Ich komme aus Barcelona und in meiner Familie sind wir, naja, viele. Wie viele? Also, ich habe einen Bruder, er heißt Carlos und ist 2 Jahre jünger als ich. Und dann habe ich auf der Seite meines Vaters 4 Onkel und 3 Tanten. Und auf der Seite meiner Mutter noch einmal 3 Onkel und 2 Tanten. Und alle haben Kinder. Das ist eine Armee. Es ist wirklich eine Armee. Bei Familientreffen, also an Weihnachten oder Ostern, sind wir manchmal 50 Personen. 50 Personen an einem Tisch? Nicht an einem Tisch. Wir brauchen mehrere Tische, mehrere Räume, manchmal den ganzen Garten. Das klingt wie ein Festival, kein Familienfest. Es ist ein Festival mit Musik, mit Tanz, mit Essen. Oh Gott, das Essen. Stundenlang. Das klingt wunderschön, ehrlich gesagt. Es ist wunderschön, auch wenn es manchmal stressig ist. Aber ich vermisse es wirklich, wenn ich lange nicht zu Hause war. Das glaube ich dir. Und wie ist das für dich, hier in Deutschland zu sein, weit weg von dieser großen, lauten Familie? Also, am Anfang war es wirklich schwer. Ich war es gewohnt, dass immer jemand da ist, immer irgendein Familienmitglied in der Nähe. Und plötzlich war ich hier, in einer deutschen Stadt. Und abends war es so still. Ja, diese Stille. Ich kenne sie auch. Ja, und nicht nur die Stille, sondern auch die kleinen Dinge. Zum Beispiel in Spanien ruft meine Mutter mich jeden Tag an. Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag, manchmal zweimal. Und hier in Deutschland dachte ich zuerst, oh, endlich Freiheit, keine täglichen Anrufe. Und dann? Und dann, nach einer Woche, habe ich sie vermisst. Ich habe sie wirklich vermisst. Diese täglichen Anrufe, die ich vorher manchmal lästig fand, auf einmal waren sie das, was ich am meisten wollte. Das ist so menschlich. Man schätzt etwas oft erst, wenn man es nicht mehr hat. Genau. Und jetzt freue ich mich auf die Anrufe. Ich warte manchmal sogar darauf. Du hast dich verändert. Ich bin erwachsen geworden. Aber okay, lass uns weitermachen. Matteo, wie sagt man eigentlich auf Deutsch die erweiterte Familie, also Onkel, Tanten, Cousins? Ah ja, also der Onkel, die Tante, der Cousin, das ist der männliche Cousin, die Cousine, das ist die weibliche Cousine. Und dann der Neffe und die Nichte. Das sind die Kinder von Geschwistern. Genau. Und die Schwiegereltern, das sind die Eltern des Partners oder der Partnerin. Der Schwiegervater, die Schwiegermutter. Ah, die Schwiegermutter. Ein Wort mit viel Geschichte. Sehr viel Geschichte. In vielen Kulturen ist die Beziehung zur Schwiegermutter, naja, kompliziert. Kompliziert ist ein freundliches Wort. Wie ist deine Schwiegermutter, wenn ich fragen darf? Also, meine Schwiegermutter heißt Ingrid. Sie ist Deutsche aus Hamburg. Und sie ist, wie soll ich sagen, sehr direkt. Typisch deutsch. Sehr typisch deutsch. Als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, wir haben zusammen gegessen, und sie hat einfach gesagt, Sophia, du isst wirklich schnell. Das hat sie direkt gesagt? Direkt am Tisch, kein Filter. Und ich dachte, oh, okay, das ist jetzt meine Schwiegermutter. Wie hast du reagiert? Ich habe gesagt, in Spanien essen wir so. Es bedeutet, dass es uns schmeckt. Und sie hat kurz überlegt und dann gesagt, logisch. Logisch, das ist so eine deutsche Antwort. So eine deutsche Antwort. Und weißt du was? Danach mochte ich sie eigentlich, weil sie ehrlich ist. Sie sagt, was sie denkt, keine Spielchen. Das ist eigentlich sehr angenehm, wenn man es erstmal versteht. Ja, man weiß immer, woran man ist. Und das schätze ich mittlerweile wirklich. Das ist auch ein kultureller Unterschied, oder? In manchen Kulturen sagt man nicht direkt, was man denkt. Man ist höflicher, aber vielleicht auch weniger ehrlich. Ja, in Spanien würde man das vielleicht anders verpacken. Aber ich glaube, Direktheit ist keine Unhöflichkeit. Es ist eine andere Art von Respekt. Schön gesagt. Also, das bedeutet einfach, wenn jemand direkt mit dir spricht, meint er es nicht böse. Es ist eine andere Kommunikationsform. Genau. Und das gilt auch für die deutsche Sprache selbst. Deutsch ist oft direkt und präzise. Und das kann man als Lernender manchmal falsch interpretieren. Lass uns über die Wörter reden, die man benutzt, wenn man über Familienmitglieder spricht. Also, wie beschreibt man jemanden in der Familie?
Oh ja, das ist wichtig. Also man kann sagen, mein Vater ist sehr ruhig oder meine Mutter ist sehr energisch. Oder mein Bruder ist lustig, meine Schwester ist fleißig, meine Oma ist weise. Und man kann auch über die Beziehung sprechen. Zum Beispiel, ich verstehe mich gut mit meinem Bruder. Das bedeutet, wir haben eine gute Beziehung. Oder ich verstehe mich nicht so gut mit meiner Tante. Das bedeutet, die Beziehung ist etwas schwierig. Das ist eine sehr höfliche Art, es zu sagen. Ja, auf Deutsch kann man das sehr diplomatisch formulieren. Nicht so gut bedeutet manchmal sehr schlecht. Der deutsche Unterstettung. Genau, der Understatement ist auch eine Kunstform in Deutschland. Aber, Matteo, ich möchte über etwas reden, das ich wirklich interessant finde. Weißt du, in verschiedenen Kulturen hat Familie eine andere Bedeutung, oder? Ja, absolut. Was meinst du genau? Also in meiner spanischen Familie ist Familie sehr weit gefasst. Cousins zweiten Grades sind immer noch Familie. Nachbarn, die man seit 20 Jahren kennt, werden wie Familie behandelt. In Italien auch. Die Familie ist ein großes Netz. Man ist nie wirklich allein. Und hier in Deutschland habe ich gemerkt, Familie ist oft etwas kleiner definiert. Die Kernfamilie, Eltern und Kinder, steht im Mittelpunkt. Ja, das ist ein kultureller Unterschied. Aber ich glaube, das bedeutet nicht, dass die Deutschen ihre Familie weniger lieben. Es ist einfach anders organisiert. Genau. Und ich finde es schön, verschiedene Familienkonzepte kennenzulernen. Man lernt so viel über eine Kultur, wenn man versteht, wie sie Familie lebt. Das ist ein sehr kluger Gedanke. Sprache und Kultur, immer zusammen. Wenn man lernt, wie man auf Deutsch über Familie spricht, lernt man auch, wie deutsche Familie denken. Philosophisch heute, Matteo. Ich habe meine Momente. Okay, aber lass uns eine Geschichte erzählen, eine echte. Ich habe nämlich eine Geschichte über meine Familie und Deutsch, die ich noch nie erzählt habe. Oh, was ist passiert? Also, als meine Eltern mich zum ersten Mal in Berlin besucht haben, das war vor etwa 6 Jahren, haben sie kein Wort Deutsch gesprochen. Kein einziges Wort. Und wie war das? Also, mein Vater, Roberto, er ist ein sehr selbstbewusster Mann. Er denkt, er kann alles, wirklich alles. Sprachen, Kochen, Reparaturen, alles kein Problem für Roberto. Oh nein, ich ahne, was kommt. Ja, am zweiten Tag, ich muss kurz weg, ich habe einen Termin, ich sage meinen Eltern, bleibt in der Wohnung, ich bin in 2 Stunden zurück. Was macht mein Vater? Er bleibt natürlich nicht in der Wohnung. Natürlich nicht. Er denkt, ich gehe kurz zum Supermarkt, allein, ohne Deutsch, in Berlin. Oh mein Gott, und was ist passiert? Er ist in den Supermarkt gegangen, hat eingekauft, gut, aber dann beim Bezahlen hat die Kassiererin etwas gesagt, das er nicht verstanden hat. Und er, mein wunderbarer, selbstbewusster Vater, hat auf Italienisch geantwortet, sehr laut, mit Gesten. Mit Gesten? Viele Gesten. Und die Kassiererin hat ihn angeschaut, völlig verwirrt, und dann hat mein Vater sein Portemonnaie rausgeholt und es einfach der Kassiererin hingehalten, so nach dem Motto, nimm, was du brauchst. Oh mein Gott, er hat dir einfach das ganze Portemonnaie gegeben? Das ganze Portemonnaie. Sie hat ihn so angeschaut, dann genau den richtigen Betrag rausgenommen, ihm das Portemonnaie zurückgegeben und gelacht. Die Kassiererin hat gelacht? Sie hat gelacht und mein Vater auch. Und dann haben sie sich angeschaut. 2 Menschen, die keine gemeinsame Sprache haben und beide haben gelacht. Und er hat gesagt, auf Italienisch natürlich, Grazie Bella. Dankeschöne. Typisch italienisch. Total typisch. Und als er mir das erzählt hat, ich war zuerst geschockt, aber dann, ich war so stolz auf ihn. Er hat keine Angst gehabt, er hat einfach gemacht, mit Humor und Offenheit. Das ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte, weil Kommunikation ist mehr als Sprache, oder? Viel mehr. Ein Lächeln, eine offene Geste, Humor, das überwindet Sprachbarrieren. Und das ist auch eine Lektion für unsere Zuhörer. Wenn ihr Deutsch sprecht und ihr findet nicht das richtige Wort, lächelt, macht eine Geste, zeigt, dass ihr es versucht. Das kommt an. Immer. Das kommt immer an. Okay, ich habe auch eine Familiengeschichte, die ich teilen möchte. Die ist etwas, emotionaler. Erzähl. Natürlich. Also, mein Opa, mein Großvater mütterlicherseits, hieß Miguel. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid, Sophia. Danke. Er war mein Lieblingsmensch, wirklich. Er war so ein warmer, weiser, geduldiger Mann. Immer Zeit für mich, immer Geschichten. Das klingt wunderschön. Ja, und als ich nach Deutschland gezogen bin, das Jahr davor, bevor er gestorben ist, habe ich ihm in einem Brief auf Deutsch geschrieben. Er hat nie Deutsch gelernt, kein Wort,
aber ich wollte ihm zeigen, was ich gelernt hatte. Ein Brief auf Deutsch. Ja, und ich habe ihm geschrieben, auf Deutsch, alles, was ich über mein neues Leben erzählen wollte. Über Berlin, über die Kälte, über das Kaffee, über das Deutschlernen. Und dann habe ich unten auf Spanisch geschrieben, ich liebe dich, Opa. Auf Deutsch sagt man, ich liebe dich. Das ist sehr schön, Sophia. Und er hat mir zurückgeschrieben, auf Spanisch natürlich. Und am Ende seines Briefes hat er geschrieben, ich liebe dich. Auf Deutsch, mit schlechter Schreibweise, mit zittriger Handschrift, aber auf Deutsch. Pause, bewegt. Das ist wirklich, ich habe keine Worte. Siehst du, sogar Matteo hat keine Worte. Das passiert selten, aber das ist eine wunderschöne Geschichte. Wirklich. Und ich denke, das zeigt, wie mächtig Sprache ist. Dein Opa hat nie Deutsch gelernt, aber für dich hat er es versucht. Für dich. Ja, und ich glaube, das ist das Schönste, was Sprache kann. Sie verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg. Über Alter, über Herkunft, über alles. Und deswegen, für alle, die Deutsch lernen, ihr lernt nicht nur eine Sprache, ihr öffnet eine Tür zu Menschen, zu Geschichten, zu Momenten wie diesem. Ja, genau das. Danke, dass du das geteilt hast, Sophia. Das war mutig. Danke. Okay, lass uns weitermachen. Nicht zu emotional werden, wir haben noch viel zu besprechen. Ja, also, wie spricht man auf Deutsch über Familienroutinen? Also, was macht die Familie zusammen? Gute Frage. Also, man kann sagen, wir essen zusammen, wir machen Ausflüge, wir besuchen die Großeltern. Oder wir feiern Weihnachten zusammen. Wir telefonieren jede Woche. Und eine schöne Frage, die man stellen kann, ist, wie oft siehst du deine Familie? Das ist eine natürliche Frage im Gespräch. Ja, und die Antwort könnte sein, ich sehe meine Familie einmal im Monat. Oder ich besuche meine Eltern zweimal im Jahr. Oder wir wohnen alle in derselben Stadt. Das Wort besuchen ist sehr wichtig. Ich besuche meine Familie. Das bedeutet, ich gehe zu ihnen. Ich verbringe Zeit mit ihnen. Und vermissen ist auch ein wichtiges Wort. Ich vermisse meine Familie. Das ist ein tiefes Gefühl. Man fühlt, dass jemand fehlt. Ja, vermissen ist ein schönes, aber auch trauriges Wort. Also das bedeutet, es fehlt mir jemand. Ich fühle diese Abwesenheit. Genau. Und auf Deutsch sagt man auch oft, ich denke oft an euch. Das ist eine herzliche Aussage. Oder ich freue mich auf euren Besuch. Das bedeutet, ich bin aufgeregt und glücklich, weil ihr kommt. Ja, das ist ein wichtiger Satz. Wenn die Familie zu Besuch kommt, man sagt, ich freue mich so auf euch. Und dann beginnt der Stress. Putzen, kochen, alles vorbereiten. Der Besuchsstress, das ist real. Total real. Meine Mutter kommt in 2 Wochen nach Berlin und ich habe schon angefangen zu putzen. Vor 2 Wochen. 2 Wochen vorher putzen? Weil sie alles sieht. Mütter sehen alles. Das ist eine Superkraft. Das ist so wahr. Meine Mutter kommt rein und sofort, Sophia, warum ist dieser Winkel da hinten so staubig? Dieser eine Winkel, den man vergessen hat. Immer dieser eine Winkel. Aber man liebt es trotzdem, oder? Der Besuch der Eltern, auch wenn es stressig ist. Ja, man liebt es. Man freut sich. Und wenn sie gehen, ist es ein bisschen stiller, ein bisschen leerer. Ja, diese Stille nach dem Besuch. Das ist vielleicht das beste Zeichen. Wenn jemand geht und man die Stille spürt, das bedeutet, sie waren wirklich da, wirklich präsent. Das ist schön gesagt, Matteo. Danke, ich versuche es manchmal. Du versuchst es und es gelingt dir gut. Okay, lass uns über Geschwister reden, weil ich finde, die Beziehung zu Geschwistern ist sehr besonders. Oh ja, Geschwister sind, die Menschen, die einen am besten kennen und am meisten nerven. Gleichzeitig. Gleichzeitig, ja. Mein Bruder Carlos. Warte, Carlos ist dein Bruder. Ja, mein Bruder heißt Carlos. Ich habe deine Familie mit meiner verwechselt. Siehst du, jetzt lerne ich auch eure Familien durcheinander. Das passiert. Okay, mein Bruder Carlos. Er ist 2 Jahre jünger als ich. Und als Kinder, oh Gott, wir haben uns so gestritten. Worüber denn? Über alles. Die Fernbedienung, das letzte Stück Kuchen, wer im Bad länger war, wessen Musik besser ist. Die klassischen Geschwisterstreitereien. Total klassisch. Und meine arme Mutter stand immer dazwischen und hat versucht, Frieden zu schließen. Das ist die Rolle der Mutter, Friedensstifterin. Ja,
Und manchmal hat sie es geschafft. Und manchmal hat sie einfach gesagt, redet miteinander, ich gehe jetzt in die Küche. Die strategische Küchenflucht. Die strategische Küchenflucht. Ich werde das auch mal machen, wenn ich eigene Kinder habe. Aber jetzt ist deine Beziehung zu Carlos gut, oder? Jetzt ist sie wunderbar, wirklich. Als Erwachsene sind ich glaube, wir sind beste Freunde geworden. Er ruft mich an, wenn er Rat braucht, ich rufe ihn an, wenn ich Rat brauche. Das ist schön. Die Geschwisterbeziehung, die sich verändert, vom Kindheitschaos zur echten Freundschaft. Ja, und ich glaube, das passiert vielen Menschen. Als Kinder streitet man, als Erwachsene versteht man sich. Nicht immer. Manche Geschwisterbeziehungen bleiben kompliziert. Aber wenn es gut geht, dann ist ein Geschwister wirklich etwas Besonderes. Jemand, der die ganze Geschichte kennt. Genau, jemand, der dabei war, von Anfang an. Und auf Deutsch, wenn man über Geschwister spricht, sagt man auch, wir sind uns ähnlich oder wir sind sehr verschieden. Ja, mein Bruder und ich sind sehr ähnlich. Das bedeutet, wir haben ähnliche Eigenschaften, ähnliche Interessen. Oder meine Schwester und ich sind komplett verschieden, aber das muss keine schlechte Sache sein. Nein, manchmal ergänzen sich Gegensätze wunderbar. Ja, wie in einer guten Podcast-Kombination. Sehr subtil, Matteo. Sehr subtil. Danke, ich weiß. Okay, Matteo, ich möchte noch über etwas sprechen. Nämlich, wie fragt man jemanden auf Deutsch nach seiner Familie? Also im Gespräch. Wie klingt das natürlich? Ah, gute Frage. Also, sehr natürlich klingt, hast du Geschwister? Das ist die einfachste, direkteste Frage. Oder, wie viele Geschwister hast du, wenn man mehr wissen will? Und wo wohnt deine Familie? Das ist eine schöne Gesprächsfrage. Oder, vermisst du deine Familie? Das ist eine etwas persönlichere Frage, aber sie öffnet wirklich Gespräche. Ja, und wenn man antwortet, man kann sagen, ja, ich vermisse sie sehr. Oder manchmal, aber wir telefonieren oft. Oder, meine Familie ist hier in Deutschland. Das ist auch eine tolle Antwort für jemanden, der schon lange hier lebt. Und dann gibt es noch die moderne Familie. Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien, Alleinerziehende. Familie hat heute viele Formen. Ja, und auf Deutsch spricht man ganz natürlich darüber. Meine Stiefmutter, das ist die neue Partnerin des Vaters, mein Stiefvater, der neue Partner der Mutter. Und Halbbruder oder Halbschwester, wenn man denselben Vater oder dieselbe Mutter hat, aber nicht beide Elternteile. Und Pflegeeltern, das sind Menschen, die ein Kind aufnehmen und aufziehen, auch wenn sie nicht die biologischen Eltern sind. Familie ist, wer füreinander da ist. Das ist die einfachste Definition. Das ist eine sehr schöne Definition, wirklich. Also, Familie ist, wer füreinander da ist. Das gilt auf Deutsch, auf Spanisch, auf Italienisch, in jeder Sprache der Welt. Ja, in jeder Sprache. Okay, ich glaube, wir sind bei einem guten Punkt. Lass uns kurz zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Ja, also, die wichtigsten Familienwörter auf Deutsch. Die Eltern, Vater und Mutter oder Papa und Mama. Die Geschwister, Bruder und Schwester. Die Großeltern, Oma und Opa. Und die erweiterte Familie. Onkel, Tante, Cousin, Cousine, Neffe, Nichte. Und die Schwiegereltern, Schwiegervater und Schwiegermutter. Und wichtige Ausdrücke? Ich verstehe mich gut mit ich vermisse meine Familie. Wir sind uns sehr ähnlich. Ich freue mich auf euren Besuch. Und denkt daran, wenn ihr über eure Familie sprecht, benutzt echte Details, echte Emotionen. Eine Sprache lernt man nicht nur mit Grammatik, man lernt sie mit dem Herzen. Mit dem Herzen. Das ist unser Motto für heute. Und jetzt eure Hausaufgabe. Schreibt uns in den Kommentaren, auf Deutsch, etwas über eure Familie. Wer ist euer Lieblingsmensch in der Familie und warum? Ja, wir wollen eure Geschichten hören, in euren eigenen Worten. Auf Deutsch. Auch wenn ihr Fehler macht. Fehler sind Freunde. Das Motto lebt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now. Drückt auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Vielleicht mit jemandem aus eurer Familie. Das wäre das Schönste. Familie zusammen Deutsch lernen. Passt auf euch auf und passt auf eure Familien auf. Sagt ihnen, was sie euch bedeuten, in welcher Sprache auch immer. In welcher Sprache auch immer. Bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Tschüss, ihr Lieben! Macht's gut und vergesst die Hausaufgaben nicht. Nie die Hausaufgaben vergessen.
Tschüss!